Ja, Evening. Hi, Herr Voss. Oh, hallo. Ja, ist natürlich, Sie sind gerade live im Internet übrigens. Jetzt hätten Sie die Genau, Möglichkeit, hier 13.000 Ihren Menschen CDU-Wahlkampf gleich mal anzufangen. schauen Ihnen gerade zu. Also wir haben hier gerade noch den Kollegen von YouTube Ja. live dabei. Ja. Und vielleicht wollen Sie noch irgendwas an die 10.000 Zuschauer, die übrigens Niederlassungskanal alle die ausgestrahlt. Petition unterzeichnet haben. Ja, also da es sich um die Zuschauer für die Petition handelt, will ich gleich mal dazu sagen, die Petition oder auch die Kampagne vor dem Sommer letzten Jahres hat ja Wirkung gezeigt, dass wir als Einen schlimmeren Gesetzgeber... Artikel 13 haben. Nein, überhaupt nicht. Wir haben in dem Text überhaupt nichts mehr von irgendwelchen Maßnahmen drinstehen oder irgendwelchen, was uns immer unterstellt wird, dass das Filter seien, sondern wir haben das völlig rausgenommen. Also von daher hat das Wirkung gehabt. Und was wir eben noch gemacht haben, dass wir den Einzelnen von seiner individuellen Verantwortung, urheberrechtlich geschützte Werke auf eine Plattform hochzuladen, entsprechend befreit haben. Aber das Wort Filter ist doch wieder drinnen. Bitte, wer ist drin? Oder Das was Wort sei Filter ist doch wieder drin. Nee. Das ist nicht drin. Aber wie wollen Sie Das denn Wort Artikel... Filter hatten wir nie im Text gehabt. Inhaltserkennungssoftware oder Inhaltserkennungstechnologien. Nein, das haben wir aber Doch, auch das nie. war in der allerersten Fassung, waren es Inhaltserkennungstechnologien, Herr Voss. Nee. Doch. Nee, das müssen Sie mir zeigen. Das stand nie da drin. Aber Wir sprachen immer von Inhaltserkennungsmaßnahmen. Ja, Maßnahmen. Inhaltserkennungsmaßnahmen, genau. Auch Aber das wie nicht. Ich wie meine, setzen vielleicht Sie gab denn es da eine deutsche Inhaltserkennungsmaßnahmen um? Übersetzung oder wie? Ja, aber wie setzen Sie denn Inhaltserkennungsmaßnahmen um? Ja, diese praktische Frage bleibt natürlich immer, wenn man ein Modell anbietet, wo man sagt, liebe User, ladet mir alles hoch, was ihr möchtet, dann muss man eben auch damit rechnen, dass da urheberrechtlich geschützte Werke dabei sind. Und dann muss man eben auch seiner Verantwortung, die über das Urheberrecht nun mal erforderlich ist, muss man dem auch gerecht werden. Also von daher, was wir eigentlich ja hauptsächlich wollen, ist, dass die Plattformen mehr Verantwortung dafür übernehmen, mehr lizenzieren und am Ende fair vergüten und zumindest die Plattformen, mit denen man sich unterhalten konnte in dieser ganzen Zeit, waren durchaus sehr aufgeschlossen gegenüber dem Urheberrecht oder auch gegenüber dieser Reform. Und haben auch immer noch mal unterstützend gesagt, das Urheberrecht ist uns wichtig und wir müssen dafür auch was tun und wir wollen dafür auch konstruktiven Beitrag. Aber Herr Voss, Urheberrechte werden auf YouTube schon seit Jahren beachtet und das, was Sie gemacht haben, führt einfach dazu, dass es zukünftig keine neuen YouTuber mehr in dem Sinne geben wird, weil die einfach einem solchen Upload-Filter, weil anders kriegen Sie Artikel 13 nicht durchgesetzt, einem solchen Upload-Filter ausgesetzt sind, der eben einen Großteil des Contents verhindert. Ja, das ist das typische Argument. Es bleibt immer dieses praktische Problem natürlich, wenn man einen solchen Service oder eine solche Plattform anbietet, ist man dennoch nicht außerhalb allen Rechts. Und wenn man ein Urheberrecht grundsätzlich befürwortet, muss man auch Wege finden, wie man das dann am Ende auch kontrolliert. Das gibt es ja. Es gibt ja einen Content-ID-Filter. Oder Google die ganze Zeit machen, ja, sie mögen da schon einzelne Verträge für ein Almosen entsprechend abgeben. Und deshalb ist es da uns wichtig, dass wir hier diese Balance entsprechend... Das Content-ID-System funktioniert nicht auf Almosenbasis. Das kann jede Firma frei nutzen, das Content-ID-System, wo eben überprüft wird, welche Inhalte... Sie bringen jetzt da natürlich die Verpflichtung zur Vergütung wieder mit dem Content-ID-System durcheinander. Es geht einfach darum, dass die Plattformen auch eine Verantwortung haben für das, was auf ihrer Plattform stattfindet, insbesondere für urheberrechtlich geschützte Werke. Ich weiß gar nicht, warum Sie meinen, dass Sie das Eigentum anderer irgendwie nicht schützen müssen, bloß weil Google das auf seiner Plattform hat. Jeder YouTuber ist sensibilisiert für das Urheberrecht. Sobald sie anfangen, auf YouTube irgendwelche Inhalte zu verwerten, die nicht ihrem Urheberrecht entsprechen, werden sie weggestrikt. Bekommen sie 3 Urheberrechtsstrikes und ihr Kanal ist futsch. Also seit Jahren sind YouTuber sensibilisiert für dieses Thema. Aber dann gibt es doch da auch gar kein Problem mehr. Wenn dem Urheberrecht Rechnung getragen wird, gibt es auch kein Problem. Es gibt aber die Grundproblematik, dass eben jetzt die Anbieter haften und die sich jetzt auch entsprechend schützen müssen. Sie wollen, dass die Urheber dass die Plattformen überhaupt nicht mehr haften. Das nennt man Hoster-Privileg. Natürlich, das war ja früher so. Damit zerstört man das usergenerierte Internet.
Ja, aber Das keinerlei betrifft ja nicht nur Haftung YouTube, für die sondern auch Plattform Twitter. ist für uns keine Option. Die Plattformen verdienen sehr viel damit, mit diesen ganzen Inhalten, und sie sollen auch etwas vergüten. Memes Und sind ja auch nicht mehr möglich dadurch. wer ist Twitter-Memes nicht oder mehr so. möglich? Twitter-Memes, so irgendwelche. Natürlich sind die möglich. Wie Wir haben es denn, ja doch gerade wenn wir das haben es doch Urheberrecht gerade damit im verletzt wird? Text auch entsprechend festgelegt. Aber wir werden uns da immer im Kreis drehen, weil Sie sich auch nicht die Texte entsprechend angucken werden, sondern immer meinen, alles ist nur Ich noch gucke mir die Filter und Texte das schon Internet genau wird an, da nicht machen Sie zusammen. sich keine Das, Sorgen. das, Da machen ja, Sie sich keine Sorgen. also, jedenfalls lesen Sie sich diese Texte durch. Da werden Sie sehen, dass wir dem Einzelnen, und wir sind nun mal ein Gesetzgeber und können immer nur Rechte verleihen entsprechend, dass wir auch dem User die Möglichkeit gegeben haben, im Rahmen der existierenden Ausnahmen auch entsprechend was hochzuladen. Und das, was Sie immer gerne verbinden, dass die Memes überhaupt nicht mehr möglich seien, das ist kein rechtliches Problem. Sie schaden doch damit gerade auch den jungen Kreativen, die gerade anfangen, eine Karriere aufzubauen, weil eben derartige Filtermechanismen eingeführt werden müssen. Die größeren YouTuber zum Beispiel, die wissen sich womöglich irgendwie zu helfen. Vielleicht gibt es da ein Whitelist-Verfahren von YouTube oder so, wo man sagt, die sind sicher, aber jemand, der hochkommen möchte, der hat es schwierig. Ja, bitte, wenn Sie bessere Vorschläge haben, sagen Sie es uns. Wir haben zwar jetzt hier ein Agreement geschaffen, wir werden das nah beobachten und sehen, ob es da zu irgendwelchen Missentwicklungen irgendwie auch führt. Aber wir werden hier was tun müssen, weil es eben zu massiven urheberrechtlichen Verstößen kam. Und das muss man eben auch verstehen. Wenn die eben da sind, muss man als Gesetzgeber auch entsprechend aktiv werden. Herr Voss, wir haben uns bemüht, die Interessen der User zu berücksichtigen, Interessen von Plattformen zu berücksichtigen und die Interessen auch von Rechteinhabern zu berücksichtigen. Und Sie werden immer wieder auf das gleiche Problem Herr Voss, ich glaube, in dieser Sachfrage werden wir beide nicht mehr zusammenkommen. So, Nein, das war mir schon von vornherein klar, weil Sie sich gar nicht irgendwie auch mal... Nein, Sie machen doch dann, also Sie machen ja den Anschein, als hätten Sie die Scheuklappen da nicht gemacht. Überhaupt nicht. Wir haben uns dank der Kampagne und der Petition entsprechend anders verhalten und anders bewegt. Indem Sie eine Verschärfung reingebracht haben. Ja, aber ich glaube, an dem Punkt würde einfach ich mal